Große Katastrophe, Leute, bei uns. Ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Da brauche ich jetzt direkt erstmal ein bisschen Lavendel aus dem Garten. Aber dazu später mehr. Mensch, ich brauche ja auch noch eine Schere. Ubi, was machst du denn? Was? Aber nur freilich, ne? Zum Glück habe ich ja hier mein Lavendelsträußchen immer stehen. Gell? Das hat ja letztens schon super geklappt mit dem Kuchen. Hilft ja auch gegen Kopfschmerzen. Und jetzt auf jeden Fall zur Beruhigung. Ich kann euch sagen, aber ein bisschen was lassen wir auf jeden Fall stehen. Weil die Bienchen lieben ja auch den Lavendel so sehr. Und die brauchen ja auch was, dass sie ein bisschen Nektar finden. Ach ja, Kinder, und auch noch mal zu den Tomaten. Da habt ihr mir ja so viele tolle Tipps gegeben. Ich habe auch ganz viel beherzigt. Ich habe ein bisschen ausgegeizt, ne, weil Auseinanderstelle kann es jetzt nicht mehr groß. Ich habe ein bisschen gedüngt, mit Bittersalz gegossen. Ne? Und gucke mal hier, da kommen schon die ersten Früchte. Heißt das eigentlich Früchte? Ich glaube ja schon, ne? Aber zuerst müssen wir auf jeden Fall den Lavendel ein bisschen abwaschen, abklopfen und dann ein bisschen abtrocknen, gell? So, jetzt brauchen wir dann ein Glas und da tun wir so ein paar Blüten reinzuppeln, ne? Leute, wenn ich euch nachher zeige, was hier passiert ist, es ist unglaublich, was die Natur für eine Gewalt hat, ne? Man sagt ja immer, ja, und so Wasser, ne? Aber Wasser ist so gefährlich und da braucht man nicht einmal einen riesen Tsunami, da langt schon die Zen. Und für alle, die es nicht kennen, die Zen ist so ein kleiner Fluss bei uns in der Nähe. Klein, gell? Ach, das duftet herrlich, kann ich euch sagen. Und jetzt brauchen wir ein bisschen ein Sekt zum Einweichen. Da könnt ihr gerne einen alkoholfrei nehmen. Nehme ich zum Beispiel, weil der Adriano immer mit isst, ne? Und der freut sich so auf das Gelee. Und das füllen wir jetzt mal hier ordentlich auf. Wunderbar. Und dann machen wir das ein bisschen zu. Ich nehme da immer so gern meine Weggläschen, ne? Da kann man das nämlich schön abdichten auch. Noch 2 Klammern dran, ne? Und das lassen wir jetzt nämlich über Nacht eigentlich stehen, beziehungsweise lasst ruhig mal so 6 Stunden ziehen. Und jetzt zeige ich euch mal, was bei uns los war. Schau mal, das ist kurz vor meinem Büro und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass bei mir dann irgendwie der Keller voll läuft. Aber es ging ja noch viel schlimmer. Schaut euch mal die Bilder an, weil das ist jetzt nämlich von meinem Schwiegersohn gefilmt. Da, wo die Autos schrauben, da läuft das Wasser aus den Autos raus, weil das war alles bis oben hin Alter, voll. hier ist alles im Arsch. Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Turbolader war im Wasser gelegen. Oh Gott. Nagelneuer Lader, nice. Ja, Wahnsinn, ne? Alles steht unter Wasser, aber es geht ja noch schlimmer. Schau mal, die Rettungsboote sind auf den Straßen gefahren und haben die Leute dann evakuiert und gerettet, dass die überhaupt an die Häuser kommen. Und das ist tatsächlich die Wohnung von der Schwester von meinem Schwiegersohn. Da steht alles unter Wasser, die wohnt im Erdgeschoss. Schau mal, da ist der Balkon. Und da sieht man alles Wasser. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja der blanke Horror. Die Küche, da bricht einem ja echt das Herz. Das kann man gar nicht glauben, ne? Ich bin, wie gesagt, ich bin fix und alle. Also so schlimmes Hochwasser habe ich hier echt noch nicht erlebt. So viel Regen und da alles schwimmt. Die Schuhe schwimmen da rum. Da gehst du zum Hausflur raus, machst die Tür auf, Wasser. Überall Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Und die Rettungskräfte sind gefahren, den ganzen Tag, tatütata, ausgepumpt, mit den Booten darum gefahren. Und hinterher, wenn dann das Wasser weg ist, dann sieht es natürlich so aus, alles kaputt. Da ist so viel Arbeit, steckt da jetzt dann da drin, ne? Dass man das alles wieder aufräumt. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist jetzt halt die Halle, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, wie als wenn man jetzt zu Hause ist. Ja, zu Hause ist Katastrophe, wenn du deine... Das ist soweit gar nicht ganz in Ordnung. Oh, Blockverschleifungsplatte. Bisschen rostig, ne? Naja. Unglaublich. Wenn jetzt das die Wohnung betrifft, ne? Aber da sieht ja aus. Meine Güte. Unfassbar. Ja, das ist jetzt echt Wahnsinn. Also so schlimm schaut es gar nicht aus eigentlich, muss ich sagen. Nee. Geht so. Aha. Humor hat er ja, ne? Mein Schwiegersohn. Naja, dann räumen Sie mal auf. Bisschen putzen, durchwischen, fertig. Meine Güte, ich kann euch sagen, ja, da kommt jetzt so viel Arbeit auf die ganzen Menschen und die Hilfskräfte zu, das alles noch zu retten, was zu retten ist. Und viele stehen bestimmt vom Existenz aus. Und darum habe ich mir gedacht, ich richte da eine Seite ein mit einer Spendenaktion. Ich verlinke euch das mal unten, da könnt ihr euch mal umschauen und könnt vielleicht mal eine Mark spenden. Wenn ihr was übrig habt, würde ich mich riesig freuen. Kann auch ein Euro sein, denn ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die dankbar dafür sind, wenn man sie jetzt ein bisschen unterstützt, weil ich möchte nicht in der Situation stecken und ich wäre auch sehr dankbar, wenn mich dann irgendjemand auffängt. Also schaut euch mal um, ich verlinke es euch unter dem Video und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Und wir machen jetzt mal weiter mit unserem Rezept.
Schau mal, ich muss euch mal was zeigen. Hier, schau mal her. Das steht jetzt schon 8 Stunden und das sieht man auch hier schon ein bisschen so leicht rosé, ne? Und das brauchen wir jetzt, denn das hat sich so richtig schön verbunden, der Sekt, mit den Lavendelblüten. Und das muss man natürlich erst einmal absieben. Darum schütten wir es hier mal durch in den Dupp. Und das duftet. Ich liebe ja den Lavendelduft, das kann ich euch ja sagen. Ne? Und jetzt habe ich hier Gelierzucker 3:1 Rezept, findet ihr ja auch in der Videobeschreibung. Und das müssen wir jetzt dann mal schön verrühren und 4 Minuten aufkochen. Schau, jetzt wird es schon ein bisschen gelig. Ne? Jetzt braucht man dann noch ein paar Gläschen, die muss man vorher schön heiß auswaschen. Ne? Das könnt ihr auch auskochen. Ich mache es immer unterm heißen Wasserhahn. Und jetzt können wir dann das Ganze mal da abfüllen. Dazu nehme ich meinen Trichter, das ist nicht lecker, gell? So, schau. Zack, Neido. Ich bin immer noch total fertig. Ne? Das hat mich so mitgenommen. Es tut mir jetzt so leid, ne? Mit diesem Hochwasser. Das ist unglaublich, echt wahr. Jetzt stecke ich da noch ein bisschen was rein. Ne? Ja, wir müssen ja jetzt hier weitermachen, weil ich will es euch ja zeigen. Und es langt jetzt an. Ich habe ja auch schon was vorbereitet. Auf jeden Fall, wenn ihr die Gläser abgefüllt habt, ihr könnt auch mehr Menge nehmen, dann stellt das einfach noch mal 5 Minuten auf den Kopf. Das ist noch schlimm. Vor lauter Waschzeug. Ich bin echt fertig, ne? Guck mal. Aber ich habe echt immer einen Schutzengel da, glaube ich. Und das Glas ist wieder nicht kaputt. Genauso wie bei dem gefallenen Apfelkuchen. Habt ihr das Video gesehen, wo mir die ganze Schüssel runtergeflogen ist mit den Äpfeln? Das kann ich euch nochmal verlinken. Da war das Gleiche. Meine Güte. Guckt, die Joanna hat natürlich hier schon was vorbereitet. Das ist mein fertiges Gelee, ne? Das war jetzt schon im Kühlschrank. Und dann ist mir auch was aufgefallen. Gucke mal hier, ne? Wir haben ja vorhin die Blüten eingeweicht, gell? Und das hier war ungefähr 10 Stunden. Und da waren die Blüten 16. Joanna kommt jetzt gleich durcheinander. Ungefähr 16 Stunden schon eingeweicht in den Sekt. Und dann wird es richtig dunkel und auch noch viel intensiver und von der Farbe her rosé, ne? Aber das duftet herrlich, kann ich euch sagen. Aber jetzt probiere ich schon mal das, weil das ist jetzt hier schon ein bisschen richtig stellig, ne? Guck mal. Aber es schmeckt wirklich toll nach Lavendel. Und das beruhigt. Und jetzt noch ein Brötchen dazu. Macht's unbedingt nach. Ciao, macht's gut!